Der beste Tischtennisschläger, also das beste Holz und der beste Belag bringen euch nichts, wenn ihr nicht sehr gut geklebt habt. Heute geht es um eine neue, revolutionäre Art, Tischtennisbelege zu kleben, und zwar das Nassklebeverfahren in Kombination mit einer Tischtennisbelagpresse wie dieser hier. Und damit herzlich willkommen, liebe Tischtennisfreunde, heute zu einem ganz besonderen Review. Ich zeige euch heute nämlich ein von mir entworfenes Produkt, die Kerakraft Belagpresse, so wie sie hier steht. Ich wollte eine Belagpresse entwickeln, die mir dabei hilft, immer perfekte und konstante Klebeergebnisse zu erzielen, und habe dabei ganz viele andere Belagpressen getestet im Preissegment zwischen 20 und 60 Euro und konnte dabei von keiner einzigen überzeugt werden. Der Grund ist der, dass bei den anderen Belagpressen die Kräfte nicht flächendeckend auf das Zentrum des Schlägerblatts übertragen werden. Das führt sogar zu einem negativen Spielerlebnis. Alles Weitere erfahrt ihr aber im Video. Ich verkaufe die Belagpresse auf meinem eigenen Online-Shop und deswegen seht ihr hier oben auch ganz zu Recht Werbung stehen. Ich klebe meine Belege seit einem halben Jahr ausschließlich mit diesem neuen Verfahren, weil ich dadurch immer konstante, sehr gute Klebeergebnisse habe, ich den Belag nicht doppelt oder dreifach aufkleben muss, ich habe dadurch einfach keine Schwankungen beim Kleben. Das ist meiner Meinung nach auch der große Vorteil im Vergleich zum Trockenkleben. Dort musste ich teilweise 2- oder 3-mal neu kleben, weil ich nicht dasselbe Spielgefühl hatte, weil sich der Belag leicht gelöst hat oder auch weil einfach die Spieleigenschaften durch mein Kleben des Belags sich verändert haben. Beim Aufwälzen des Belags erzeugt man nämlich immer einen Zug und dieser Zug verändert die Spieleigenschaften des Tischtennisbelags. Damit aber genug der einleitenden Worte. Ich zeige euch jetzt, wie ihr das Nassklebeverfahren für immer konstante und Top-Klebeergebnisse anwendet, in Kombination mit einer Tischtennisbelagpresse. Let's go! Zuerst wird der Belag vorbereitet. Dafür nehme ich einfach die mitgelieferte Schneideschablone und setze das kleinere Dreieck an den unteren Ecken an und das große Dreieck an den oberen Ecken. Diese Ecken werden dann, wie hier zu sehen, im Anschluss abgeschnitten. Die Belagpresse ist dabei so konzipiert, dass ein Schlägerblatt mit den Maßen 170 mm in der Breite und 170 mm in der Länge problemlos in die Belagpresse reinpasst. Der nächste Schritt besteht daraus, dass man den Kleber auf den Belag aufträgt. Dabei empfehle ich, einen dickflüssigen Kleber zu verwenden, da sich dieser besser für das Nassklebeverfahren eignet. Ich nehme lieber etwas zu viel Kleber als zu wenig, da ich nicht möchte, dass der Kleber zu schnell antrocknet. Hier müsst ihr gar nicht so genau aufpassen, dass ihr den Kleber ideal verstreicht, da er im nassen Zustand draufgeklebt wird und durch die Belagpresse nochmal ideal auf dem Holz und auf dem Belag verteilt wird bzw. breit gedrückt wird. Das Ganze wiederholt ihr jetzt auf dem Holz. Und jetzt wird nicht gewartet, bis der Kleber trocknet, sondern ich nehme mein Holz, lege es in die Belagpresse rein und als nächstes kommt da auch schon der Belag drauf. Der große Vorteil beim Nasskleben ist, dass ich den Belag noch auf dem Holz verrücken kann. Dadurch kann ich ihn perfekt ausrichten, er gleitet quasi etwas über das Holz. Das ist bei neuen Belegen jetzt nicht so wichtig, aber auch da kann ich dafür sorgen, dass der Belag perfekt unten ausgerichtet am Holz ist. Aber bei schon zugeschnittenen Belegen ist das ein großer Vorteil, die kann ich perfekt auf dem Holz ausrichten. Und jetzt kommt die Oberseite der Belagpresse einfach nur noch auf die Stifte rauf. Achtet beim Ausrichten des Schlägers darauf, dass er mittig in der Belagpresse liegt. Zur Hilfe ist in der Belagpresse ein kleines Dreieck unten eingestanzt. Als nächstes werden nur noch die Flügelmuttern auf die Gewindestifte raufgedreht. Dabei achte ich darauf, dass alle in etwa gleich fest angezogen werden, keine zu locker und keine viel zu fest sitzt. Zieht sie nicht zu fest an, weil ihr wollt ja auch nicht euer Holz beschädigen, aber ihr könnt schon einen moderaten Druck auf den Belag ausüben. Schließlich soll der Kleber auch unter einem schönen Druck aushärten. Und schon klebt der Belag ganz ohne ungewollte Zugspannungen, die beim Raufrollen oder Raufwälzen des Belags gar nicht so richtig konstant vermeiden kann, auf dem Holz. Wenn ihr einen zweiten Belag mit dem Nassklebeverfahren kleben möchtet, könnt ihr den Schläger nach einer Stunde aus der Belagpresse herausnehmen und den ersten Belag zurechtschneiden, wie hier zu sehen. Dann einfach das Vorgehen wiederholen.
Ich empfehle, den Belag nach dem Nasskleben mindestens für 4 Stunden in der Belagpresse zu lassen. Ich lasse ihn oft über Nacht in der Belagpresse. Danach ist der Kleber ausreichend ausgehärtet. Achtung, bevor ihr jetzt eine erstbeliebige Belagpresse im Internet kauft, muss ich sagen, dass es nur mit ganz bestimmten funktioniert. Und zwar entweder mit der Soulspin Belagpresse, diese kostet aber über 90 €, oder mit der Belagpresse von Kerakraft. Bei dieser ist ein 3D-Kraftübertragungsschaum auf der Innenseite eingearbeitet. Außerdem ist die Innenseite minimal konvex und durch Verstärkungen, also so eine Streben an den Seiten, werden auch die Kräfte ideal aufs Zentrum übertragen. Das wird von anderen Belagpressen nicht gewährleistet, weshalb ihr hier kein gutes Ergebnis haben werdet. Und genau das ist der Grund, warum ich meine eigene Belagpresse entworfen habe. Diese verkaufe ich auf www.kerakraft.de. Mit dem Rabattcode TTTest10 könnt ihr nochmal 10% auf euren Einkauf sparen. Ich habe mich gerade mit einem wirklichen Tischtennis-Experten in Sachen Material- und Belagtechnologie unterhalten. Er betreibt einen eigenen Shop in Berlin und ist vom Nassklebeverfahren ebenso überzeugt, wie ich es bin, da es viele Vorteile bietet und die Fehlerquellen wirklich maßgeblich minimiert. Aber er hat mir noch einen entscheidenden Hinweis gegeben, den möchte ich euch nicht vorenthalten und diesen hört ihr jetzt. Um die Möglichkeit auszuschließen, dass der Kleber im nassen Zustand durch die Belagpresse in den Schwamm eingedrückt wird und dadurch eventuell den Katapulteffekt beeinflusst, empfiehlt er, den Schwamm vorher mit einer dünnen Klebeschicht, wie hier zu sehen, quasi zu versiegeln. Dadurch kann der eigentliche Kleber gar nicht mehr in den Schwamm eindringen. Der empfohlene dickflüssige Kleber sorgt ebenfalls dafür, dass ein Eindringen verhindert wird. Als nächstes warten, bis der Kleber durchsichtig wird und dann die Schritte wie gehabt durchführen. Das bedeutet einmal eine gute Menge an dickflüssigen Kleber auf den Belag und auf das Holz schmieren und nicht warten, sondern direkt im nassen Zustand den Belag auf das Holz kleben und dann den fertigen Schläger mit dem Belag drauf in die Belagpresse einspannen, damit der Kleber schön unter Druck und ohne Zugspannungen aushärtet. Wer also auf Nummer sicher gehen will, versiegelt den Belag vorher noch einmal kurz. Ich muss allerdings sagen, dass ich persönlich keinen Unterschied zwischen einer dünnen Klebschicht und gar keiner Klebschicht gespürt habe. Ich habe auch nie einen reduzierten Katapulteffekt bemerkt, obwohl ich auf der Rückhand einen sehr grobporigen Schwamm spiele. Es gibt meiner Meinung nach auch einen Punkt, der noch Verbesserungspotenzial bietet, und zwar die Handhabung. Um die Kraft optimal und flächendeckend auf das Schlägerblatt zu übertragen, setze ich aktuell auf 6 Schrauben. Das ist in der Anwendung natürlich etwas umständlicher. Eine Lösung mit nur einer zentralen Schraube wäre komfortabler. Jedoch habe ich dafür bisher noch keine Konstruktion entwickelt und gefunden, die technisch das gleiche einwandfreie Ergebnis liefert und gleichzeitig kosteneffizient bleibt. Kommen wir nun zum Abschluss des Videos. Ich persönlich möchte auf die Belagpresse nicht mehr verzichten, weil sie für mich das Klebeverfahren so stark optimiert. Sie sorgt für eine Konstanz. Das hatte ich vorher nicht. Beim normalen Kleben habe ich teilweise etwas mehr Druck draufgegeben, etwas mehr Zug, dadurch den Belag etwas gezogen. Die Spieleigenschaften haben sich verändert. Teilweise hat der Belag nicht ideal auf dem Holz geklebt. Das alles ist für mich jetzt Geschichte und optimiert für mich sehr stark das normale Klebeverfahren. Selbstverständlich kann man sie auch, wenn man ganz normal trocken klebt, verwenden. Auch da hat sie den großen Vorteil, dass sie den Belag nicht aus Versehen in die Länge zieht. Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Video und zu dem Thema in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt damit weniger Probleme beim Kleben und könnt auch, genauso wie ich, immer konstante und perfekte Klebeergebnisse zu Hause erreichen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!